Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir freuen uns live aus Dubai, eure Fragen zu beantworten. Und ohne weitere Verzögerung würde ich jetzt auch schon in die erste Frage reinstarten. Der Luca fragt, es wäre toll, wenn sich jeder vom Team kurz vorstellt und erzählt, was sie so beruflich gemacht haben, bevor sie zu WeSendit gekommen sind. Ich kann gerne starten. Also ich war vorher Infrastructure Engineer, habe als Systemadministrator gearbeitet und bevor ich überhaupt zu WeSendit kam, habe ich selbst genutzt, weil ich ein Hobby habe. Ich habe halt gerne Videos bearbeitet und dementsprechend war es halt eine perfekte Lösung, um die Dateien halt an den Kunden zu senden. Und als ich dann Jens kennengelernt habe, war es halt für mich nicht mehr eine Frage, ob, sondern wann ich zu WeSendit ins Team kommen kann. Und ja, ich muss sagen, nach 2 Jahren ist es nicht mehr ein Team, sondern wir sind wirklich eine Familie. Und ja, da würde ich vielleicht die Frage gerne an dich weitergeben. Das hast du richtig schön gesagt, Jasmin. Danke. Also wirklich ganz Danke. toll. Wir sind eine Vicente-Familie auf jeden Fall. Also kurz zu meiner Person. Ich habe einen Background eigentlich aus der Gastronomie. Ich bin gelernter Koch. Der eine oder andere weiß das sicherlich schon, aber bin natürlich jetzt seit 20 Jahren nicht mehr in der Gastronomie tätig und habe mich dann weitergebildet im Verkauf, im IT-Bereich und habe eine Agentur gegründet gehabt. Die Agentur Schweiz Design, die ich 2017 erfolgreich verkauft habe, mit dem Philipp zusammen. Und wir können die Story ja kurz mal ein bisschen erzählen, wo ich dann 2008 vor deiner Tür stand, mit einem Biege vor Anfragen und gesagt habe, ich brauche Unterstützung, ich brauche Support. Und du hast dann natürlich mir die helfende Hand geboten und hast dann ab dann das ganze Kreative und den Design-Part übernommen. Genau, und ja, und dann haben wir Vicente parallel gegründet. So entstand das dazu mal 2011, 12 Ja, oder hatten 11, wir die 12 Idee? war, 11, war die 12 erste war so die Idee, ja, Idee genau. gewesen. Mhm. Und haben das jetzt bis dato durchgezogen. Und Hauptfokus ist Marketing bei mir und Strategie, Performance Marketing. Und dann würde ich gerade direkt dir schon das Wort übergeben, weil ich finde, Philipp, du hast die bewegteste Vergangenheit von uns allen und mega am spannendsten. Genau. Hallo zusammen, ich bin der Philipp und ich bin der Designer, früher mal CMO. Oder? CDO, Entschuldigung, CDO. all diese Abkürzungen, Ja. irgendwie so, das kommt manchmal selber nicht raus. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Musik. Ich habe das schon als kleines Kind immer als Leidenschaft für mich entdeckt. Konnte oder durfte dann wirklich auch Erfolg haben mit Musik, konnte davon leben, habe viele schöne Auftritte gemacht in meinem Leben. Habe eine extreme Passion für dieses Kreative, das Musische für mich gehabt. Und 2010 habe ich dann tatsächlich meine Karriere beendet, also mein letztes Album gemacht, weil ich einfach mehr wollte. Ich wollte aber weiterhin kreativ arbeiten und bin dann auch in das Grafiker-Design-Geschäft gegangen. Ich habe schon während dem Musikmachen habe ich immer gerne auch gestaltet. Halt eine andere Form, nicht Audio, sondern dann visuell. Und bin dann so eigentlich über diese Agenturgeschichte habe ich dann Jens kennengelernt und habe dann mit ihm zusammen WeSendit gegründet. Die entstand dann dort, können wir dann später vielleicht noch drauf zurückkommen. Ja. Und bin, wie gesagt, der Designer von WeSendit, wie auch von allen Werbemitteln und so weiter. Nicht nur das, auch strategisch natürlich arbeite ich gerne mit. Und macht mir extrem viel Spaß, wie ihr alle schon gesagt habt, sehr familiär, was mir auch persönlich sehr wichtig ist, weil ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, nicht mit Robotern, und es macht einfach total Spaß. Cool. Nico, wollen wir direkt Alles klar, ja, dann mach ich weiter. Hi, ich bin Nico. Ich bin Entwickler bei WeSendit. Ich mache alles in Richtung Smart Contracts, Web3. Genau, ich habe mit Programmieren schon angefangen, da war ich irgendwie 12 oder 13 ungefähr. Hat dann mit 14, 15 erste Kunden, nicht im Web3-Bereich, aber generell in allen anderen möglichen Feldern, irgendwie App-Entwicklung und so weiter. Und 2016 kam dann so ein bisschen Krypto dazu mit Altcoins. Hatte auch ein Krypto-Projekt dann, wo ich sozusagen der CEO war. Genau, und irgendwann ging das ganze Schiff dann Richtung EVM, Ethereum. Und ich habe dann auf Fiverr angeboten, Token zu erstellen. Und irgendwann kam da Jens auf mich zu, hat gesagt, guck mal hier, ich habe ein cooles Projekt, aber es dauert noch ein bisschen. Ich dachte, okay, cool, wahrscheinlich meldet er sich nie wieder. Und 6 Monate später kam er dann auf mich zurück und ja, dann ging's los mit WeSendit. Ja. Reto? Coole Geschichte, definitiv.
Ich denke, das ist bei allen so, die so aus der Technik kommen. Bei mir war es genau gleich. Ich war auch so mit 13, 14 das erste Mal hinter einem Computer. Damals halt noch ein bisschen andere Setups gehabt, aber viel geschraubt. Habe aber in der Tat dann nicht die IT studiert, sondern war zuerst in der Metallbaubranche und habe dann erst mit 5, 26 gewechselt, aber habe mich da weitergebildet, das Studium gemacht als IT-Techniker, also als Techniker in Infrastruktur. Und kam dann mit Philipp in Kontakt, eigentlich auch über die Gastronomie, als er da aufgelegt hat. Und er hat mich dann quasi in die Agentur geholt damals. Also Jens habe ich auch schon kennengelernt. Ja. Das war auch schon 15 Jahre her, glaube ich, mit Richtig. Schweiz Design damals. Richtig, ja. Und wir waren halt da immer in Kontakt und haben da viel auch zusammen schon gemacht gehabt. Und ja, dann kam Philipp ins Spiel, hat mich ins Boot geholt und am Schluss dann auch Jens mit WeSendIt. Auch schon 4 Jahre her, mehr oder weniger. Und jetzt seit 2 Jahren die Technik von der ganzen WeSendIt, also die Applikationsentwicklung, koordinieren und die Visionen dann umsetzen mit dem Entwicklerteam, unter anderem Nico und noch einigen anderen. Definitiv. Wie Sie sagen, auch familiär. Und das ist mega cool, mit euch zu arbeiten. Danke, kann ich echt nur zurückgeben, wirklich, wirklich. Ja, dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Bei der nächsten Frage geht es darum, eine Person fragt, ich bin von Anfang an beim Projekt dabei, aber der Preis steht bei VC ist immer gefallen. Habt ihr konkrete Ziele, um den Preis zu steigern und plant ihr WeSendIt noch im 4. Quartal an einer Börse zu listen? Ich denke, die Frage würde ich gerne an dich richten, Philipp. Also zuerst mal muss ich auch sagen, dass ja, wenn man den Chart einfach mal nackt anschaut, dann ist das absolut richtig. Wir sind in den letzten, also als wir den Token gelauncht haben, sicher eher nach unten gegangen. Hat aber auch Gründe. Ich muss auch mal sagen, hey, uns gibt es jetzt auch seit 2 Jahren. Viele Projekte sind schon lange weg und es ist kein Wunschkonzert. Wie gesagt, wir haben eine Vision, wir haben eine Idee, wir haben die Idee umgesetzt. Wir haben das, was wir auch unserer Community versprochen haben, haben wir vom ersten Tag an umgesetzt. Und am Schluss ist es der Markt, der entscheidet. Wir glauben immer noch sehr fest an diese Vision, die wir haben. Wir sind auch in allen Kanälen sind wir dran. Wir sind ein großes Team und nicht wie vorher beschrieben immer nur Familie. Also auch eine Familie streitet mal. Also wir haben auch viele Diskussionen. Und wir spüren natürlich auch den Druck der Community und das ist mir klar. Ich verstehe, jeder, der in WeSendIt investiert, möchte natürlich auch einen Profit daraus machen. Ich kann aber nur sagen, wenn man auch mit großen anderen Kryptowährungen, wenn man das vergleicht, vor allem diese, die Anwendung haben, auch die brauchten Zeit. Geht mal die Charts anschauen von diesen Projekten, dann sieht man ähnliche Entwicklungen. Plötzlich macht es dann Bumm. Das wünschen wir uns ja alle auch. Wir haben alle dasselbe Ziel. Und dafür sind wir Tag für Tag sind wir dran, weiterzugehen, innovativ zu sein, neue Partnerschaften zu knüpfen. Und darum sind wir jetzt auch in Dubai. Wir machen da nicht einfach Ferien oder was auch immer, sondern wir sind jeden Tag dran, jeder mit Herzblut. Tag und Nacht manchmal auch. Und es gibt Rückschläge, definitiv. Ich möchte das gar nicht schönreden, dass jetzt, wir würden auch gerne den Tokenpreis weiter oben sehen, aber wir sind ziemlich zuversichtlich mit der Roadmap, die wir haben, mit den ständigen Partnerschaften. Wir sehen ja, was im Hintergrund läuft, dass das sehr schnell kehren kann und plötzlich, und das ist Kryptomarkt. Ich meine, wir haben ja auch Anwendungen. Wenn die Anwendung dann richtig kommt, wird das sowieso alles viel stabiler, also wird es nach oben gehen. Aber es kann sehr schnell gehen und wir sind jetzt im Bullenmarkt. Die Low Caps sind noch nicht dran. Kann dann vielleicht Jens oder jemand von euch dann noch mehr dazu sagen. Aber wir sind ja zwischenzeitlich, haben wir auch immer wieder mal Pluses erlebt. Aber für die natürlich von Anfang an eingestiegen sind, also zuerst mal herzlichen Dank, dass ihr das Vertrauen in uns gegeben habt. Ich sage einfach, halten, an uns glauben. Die das nicht machen, können es auch verkaufen und dann an ein anderes Projekt gehen. Wir glauben daran, das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir sind nicht ein Shitcoin oder irgend sowas, wo schnell rauf und runter, sondern wir glauben an eine Zukunft mit WeSendIt, sonst würden wir nicht hier sitzen und diese Fragen auch beantworten. Und das ist mega wichtig. Ja. Ich glaube, vielleicht ergänzend zu erwähnen, was Philipp gesagt hat, also dieser Money Flow, oder? Ich glaube, das ist bei vielen nicht bewusst. Viele sind im Crypto-Space recht neu unterwegs und mittlerweile ist es jetzt mein 3. Bullmarkt, den ich erleben darf. Und wir sind jetzt kurz vor der Altcoin-Season. Und es ist immer so gewesen, dass der Bitcoin
natürlich erstmal outperformt. Das hat er jetzt gemacht. Er hat in einem Monat, im November allein irgendwie 25.000 Punkte. Das ist ein neuer Rekord, was er gestiegen ist. Gab es vorher noch nicht. Und jetzt kommt das Geld langsam natürlich in Ethereum rein, in die Large Caps, dann kommen die Mid Caps rein und dann kommen die Low Cap Projekte rein, die unter 10 Millionen Market Cap sind. Und wenn man das weiß, dann kann man auch entsprechend seine Strategie danach ausrichten. Und das sind Sachen, klar, no financial advice. Wir tun unser Übriges, darum sind wir auch hier in Dubai, wie du gesagt hast, auch Connection zu binden, bauen Marketing auf, auch im Bereich Web 3, wo wir vielleicht noch kurz näher drauf eingehen können, diesbezüglich. Und versprechen können wir es nicht, aber wie du sagst, Philipp, wir sind halt dran. Wir geben alles, damit auch der Preis sich positiv entwickelt. Und da kommen wir ja auch vielleicht noch zur Anwendung dazu zu sprechen, warum unsere Anwendung auch noch nicht fertig ist und was da auch noch in der Pipeline ist diesbezüglich. Und das steht und fällt auch halt mit der Entwicklung, mit dem Produkt, was wir haben, mit der dezentralen Anwendung und dem Node-System, was jetzt auch demnächst kommt. Okay, ja. Ich möchte gerne direkt bei dir bleiben, Jens, weil die nächste Frage bezieht sich aufs Marketing. Hier fragt eine Person, wie plant ihr WeSendit im Marketing so zu positionieren, dass WeSendit möglichst stark vom Bullrun also profitieren kann? Ja, sind zwei Aspekte, die wir anschauen müssen. Wir haben ja zum einen das Web2-Marketing, wir haben das Web3-Marketing, oder? Web2-Marketing fokussiert sich natürlich bei uns auf die Subscription. Das hat mit den Token jetzt weniger was zu tun, aber die Kunden dürfen auch nicht vernachlässigen diesbezüglich. Und wir haben das Web3-Subscription. Da sind wir jetzt aktuell dran, auch mit dem VC-Partner, den wir jetzt da letzte Woche announced haben, Victus Capital, die hier in Dubai auch ansässig sind. Die haben eine große Marketingfirma mit 75 Mitarbeitern. Und da sind wir jetzt gerade dabei, die Strategie auszurichten für die Marketingmaßnahmen für die nächsten kommenden Wochen und Monate, um natürlich auch das Momentum aufzubauen jetzt für die kommenden Low-Cap-Season diesbezüglich. Und das sind Maßnahmen, die natürlich jetzt auch sehr breit gefächert sind, wie Influencer-Marketing, was da dann steht, Public Relation, Kampagnen, das ganze SEO, natürlich was im Web2-Marketing hauptsächlich mehr Fokus hat. Web3-Marketing funktioniert komplett anders. Aber wir wollen halt das nicht auf Hype aufbauen. Das ist wichtig. Wir wollen auf Substanz, auf Nachhaltigkeit das Ganze aufbauen. Und drum der ankommende Mainnet-Launch, der jetzt kurz vor der Tür steht, mit den Marketingmaßnahmen, das Ganze ein bisschen parallel hochfahren und auch die Möglichkeit, euch als Community bieten, teilzuhaben an dem Ganzen. Wir haben natürlich einen Contest jetzt vorbereitet. Können wir auch schon so ein bisschen droppen, was jetzt nächste Woche publiziert wird. Und wo man auch dann entsprechend partizipieren kann an den Maßnahmen, um halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen im ganzen Space, um auch davon zu profitieren. Wenn wir jetzt gerade schon über Victus Capital sprechen, bevor wir jetzt gleich auch eine technische Frage aufgreifen, hier fragt eine Person, ist es denn möglich, mit den Einnahmen, die wir jetzt vom VC generieren, auch ein potenzielles Listing zu realisieren? Schwierig. Muss man erstmal sagen lassen, die Frage. Die VCs generell sind ja auch daran interessiert, dass der Preis hochgeht. Sonst würden sie bei uns ja nicht einsteigen. Das ist mal Fakt. Oder? Wir haben jetzt 2 VCs, ist ein guter 7-stelliger Betrag, so viel können wir sagen, die wir dort auch über einen Vesting-Plan entsprechend über mehrere Monate, Jahre teilweise, wo die Token realisiert werden. Und der VC, wenn der in ein Projekt investiert, möchte dann natürlich auch bestenfalls seine 2, 3, 4x an Gains haben. Das ist einfach nur so. Und drum stellt uns dieser VC ja auch natürlich eine Marketingagentur zur Verfügung, die natürlich ein bisschen mehr Know-how haben, weil wir kommen alle nicht aus dem Web3-Marketing. Ich bin zwar seit 2015, 16 in diesen Space schon aktiv, aber wenn du natürlich mit Profis zusammenarbeitest, die auch natürlich Milliardenprojekte begleiten, ist es eine ganz andere Hausnummer. Und in Zusammenarbeit mit denen ist es natürlich eine spannende Geschichte, um dann auch natürlich den Tokenpreis nach oben zu bekommen diesbezüglich. Ja. Also ist schon deren Interesse. Sonst würden sie bei uns nicht investieren. Und sie haben auch schon ganz klare, coole Konzepte vorgestellt, das muss man auch sagen. Irgendwie so, das sind uns auch die Kinnladen runtergefallen. Ich meine, wir machen uns eben unser Bestes, machen auch viele coole Sachen, muss man auch sagen. Muss man auch mal sehen, viel Geld auch verbrennen. Und das ist ja mega wichtig, auch für die Community zu wissen. Wir probieren ja das Geld, das wir zur Verfügung haben, auch von unseren Investoren, dass wir das möglichst sinnvoll einsetzen. Und das ist gerade deshalb wichtig, weil wir haben unsere Fühler immer ausgestreckt. Was gibt es für Möglichkeiten? Und gerade jetzt mit neuen VCs, die bringen ja nicht nur uns Kapital, sondern auch Netzwerk. Und das ist mega entscheidend. Meine Agentur ist nicht gleich Agentur. Und
die wir jetzt da an Land gezogen oder wo wir jetzt zusammenarbeiten, die haben schon ganz große Coins betreut, erfolgreich nach oben gebracht. Und natürlich, jedes Projekt ist anders, aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das, und deshalb ja auch auf die Frage irgendwie so, wie es nach oben gehen kann, gerade mit den VCs und so weiter, das hilft alles dabei. Wir mit unserer Erfahrung in den letzten Jahren, die wir jetzt auch sammeln konnten, mit unserem Know-how, aber natürlich auch mit Partnerschaften, dass eben, wie gesagt, auch in diesem Bullrun etwas für Visendet rausspringt. Ja. Definitiv. Und der Fragesteller sagt auch, weiter so, liebes Team. Also weiter. Ist gut. Danke, Nils. Also das ist von Nils die Frage. Jetzt gerne so einen kleinen Switch in Richtung Technik. Wann kommt die Pay-Download-Funktion? Ja, die Funktionen ist natürlich immer ein bisschen, wie soll ich sagen, die Fragen danach logischerweise. Wir haben unsere Roadmap, wir halten auch daran fest. Das Paid-Download haben wir ja noch nicht terminiert in dem Sinne. Es kommt aktuell, sind wir voll an den Nodes dran und das haben wir aktuell auch priorisiert, weil, wie gesagt, Mainnet Launch möchten wir auch so schnell wie möglich realisieren. Ich möchte aber an dieser Stelle auch noch kurz anmerken, wir machen, also mit diesen Nodes und mit diesen ganzen neuen Web3-Funktionen bauen wir eigentlich etwas, was es schon 100.000 Mal gibt. Wir betreiben teilweise auch ein bisschen Forschung. Also das braucht auch ein bisschen mehr Zeit. Es ist schwierig, auch teilweise eine Timeline auf den Monat genau abzuschätzen. Wer in der Softwareentwicklung ist, kennt das auch mit den Tests, mit den ganzen Fehler, die man halt am Anfang noch ausbessern muss, wo man halt nicht daran gedacht hat. Und daher haben wir die Pay-Download-Funktion noch ein bisschen nach hinten gestellt. Wir werden die im nächsten Jahr releasen. Die Frage ist wann, das können wir aktuell noch nicht sagen, aber es steht für nächstes Jahr mit auf der Roadmap. Fokus ist aktuell definitiv auf den Nodes und die aktuelle Plattform halt auch in den Details auszuarbeiten, da eine bessere User Experience zu bieten und halt die Sicherheit auch zu gewährleisten. Weil die Technik ändert sich, es gibt immer wieder auch neue Hardware, es gibt neue Sicherheitslücken etc., die wollen geschlossen werden. Und natürlich brauchen wir auch Ressourcen da, um die Applikation zu unterhalten und das Ganze halt auch sicher zu betreiben. Weil das ja unsere Philosophie ist, dass man die Daten sicher von A nach B versenden kann. Und ich denke, da werden wir nachher noch ein bisschen was dazu sagen, wo wir die Sicherheit noch verbessern können. Ja. Ich möchte auch gerne noch mal jetzt weiter bei dir bleiben, Reto. Gerne, ja. Und die nächste Frage lautet nämlich, ist es in Planung, eine WeSendIt-App herauszubringen, sodass man halt auf dem Smartphone, ja, du kennst die Frage, weil wir schon öfter bekommen haben. Definitiv, also die Planung ist da. Wir haben ja das aktuelle, was ihr seht, wenn ihr mit dem Mobile auf die WeSendIt geht, ist nicht das gleiche wie auf dem Desktop. Das ist absichtlich auch von Anfang an so konzipiert. Also ihr habt aktuell quasi die Möglichkeit, die Webseite als App auf dem Handy zu nutzen. Es gibt natürlich Funktionen, die sind da nicht möglich, wie zum Beispiel die lokalen Daten zu sichern direkt automatisch. Solche Geschichten gehen natürlich noch nicht. Aber die Applikation ist sehr einfach nutzbar auch auf dem Mobilgerät. Und sobald wir jetzt eben diese großen Punkte wie das Nodes-Konzept und diese Sicherheitsfunktion, die wir noch mit einbauen, sobald es durch ist, werden wir natürlich auch die Desktop-App und die Mobile-App anstreben, dass wir da die Möglichkeit haben, halt die Daten auch einfach zu verwalten. Ja, dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Schwenker zu dir, Nico. Eine Frage an dich. Wie sieht die neue Lösung aus oder generell eine Lösung, um die Web2-Kunden zu Web3 zu integrieren? Okay, ja, spannende Frage. Wir hatten auch gerade letzte Woche einen Call zu. Aber man muss verstehen, dass das so ein Prozess ist. Also wir können jetzt nicht irgendwie hingehen und sagen, okay, ab morgen zum Beispiel werden jetzt alle Nutzer direkt so migriert zu Web3. Wir fangen jetzt Step für Step mit Sachen an. Das nächste, was im Raum steht, ist die Absicherung der Downloads. Also wir gehen hin und nehmen uns den Hash von der Datei. Also verstehen, was ein Hash ist. Das ist sozusagen eine Prüfung für die Datei. Also könnt ihr vorstellen, jede Datei hat einen anderen Hash und der ist einmalig. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie einen Song habe, der hat einen gewissen Hash als genau, das ist einfach eine Zeichenreihenfolge und die ist immer gleich für diesen Song, aber wenn es jetzt ein anderer Song wäre, wäre es eine andere Reihenfolge. Und wir gehen hin, kombinieren das mit noch ein paar internen IDs, also zum Beispiel der Account-ID, und dann schreiben wir das auf die Blockchain drauf. Aber das nicht nur für die Web3-Nutzer, sondern auch wirklich für die Web2-Nutzer. Das ist einmalig so, also das hat wirklich kein anderer File-Sharing-Anbieter. Und der Vorteil ist, wenn das auf der Blockchain draufsteht, dann ist das ja unveränderbar. Weil die
Blockchain halt so konzipiert ist, dass man die Transaktion nicht einfach rückgängig machen kann. Und ja, weil das auf der Blockchain draufsteht, also nach dem Upload, wird das beim Download nochmal verifiziert, damit wir auch richtig sicher gehen können, dass die Datei, die man gerade runterlädt, wirklich die Datei ist, die wird dann nicht verändert irgendwie auf dem Server. Das kann, keine Ahnung, bei einem Hack zum Beispiel könnte das passieren, dass die Datei auf dem Server verändert wird. Bei Resented sind wir natürlich bestmöglich abgesichert, aber man weiß trotzdem nie, es kann auch irgendwie jemand im lokalen Netzwerk bei einem zu Hause drin sitzen und könnte diesen Download verändern und damit gehen wir halt dagegen vor. Also wir sind dann nochmal ein gutes Stück sicherer und das sogar noch dezentral. Genau. Vielleicht noch ergänzend, wir haben ja diese Philosophie auch als Storage Aggregator zu fungieren, also dass wir mehrere Speichermöglichkeiten anbieten, was dann aktuell ist StorageJ mit dabei. Wir haben den Web2-Speicher in klassischen Datenzentren, jetzt kommen unsere Nodes noch dazu, später kommen noch weitere dazu und dieser zusätzliche Layer von Sicherheit kann halt auf jeder Speicheranbieter angewendet werden. Das heißt, wir sind unabhängig davon, wo die Datei gespeichert wird. Dieser Download ist immer das, was der User auch hochgeladen hat. Das verifizieren wir mit der Blockchain oder lassen wir da verifizieren. Und ja, sowas ist aktuell einmalig. Und das ist einer der Schritte, die wir jetzt unternehmen, um die ganzen User halt vom Web 2 zum Web 3 zu kriegen, weil sie da die ersten Interaktionen haben damit. Ja. Und ich denke, wir sind noch ein bisschen früh in der Zeit, die Web 2-Nutzer mit den Wallets und mit den Token-Geschichten halt diese Aufklärung zu betreiben, ist schwierig. Die Leute haben aktuell noch Berührungsängste. Und wir führen sie langsam dran, an diesen Punkt, wo sie das Vertrauen gewinnen und wo sie der Blockchain dieses Vertrauen schenken können, dass sie sicher sind, dass es eine bessere Technologie ist als das Web 2 aktuell. Und das ist ein schrittweiser Prozess, den wir jetzt die nächsten Jahre definitiv durchfahren werden. Ich bin immer wieder erstaunt, auch gestern wieder, wo wir an diesem Netzwerkanlass waren, fragen sie uns immer wieder, ja, wie funktioniert Resendet und so weiter. Und wenn ich mit ihnen über Web 3 anfange zu sprechen, ist es immer so, Fragezeichen und so. Wenn man dann aber erklärt, dass wir eigentlich eine Infrastruktur gebaut haben, muss ich mal auch sagen, das finde ich voll geil, irgendwie, dass wir das wirklich auch geschafft haben. Das kann die Community auch mal wissen, was wir hier gemacht haben. Das kannst du nicht einfach so schnell, weil das habe ich auch schon gelesen in irgendwelchen Telegram-Foren. Ja, die haben da einfach so eine Daten-Sharing-Plattform da gebaut und so. Das hätte ich auch machen können. Go for it, macht mal. Also überhaupt nicht despektierlich, sondern das ist der Punkt. Wenn wir den Leuten jetzt schon erklären, hey, wie einfach du bei uns schon dezentral Daten versenden kannst, von A nach B, Daten abspeichern kannst. Das ist so kompliziert, wenn du das vorher selber machen wolltest, musstest du ein Techniker sein, ein Nerd, der sich da mega einliest und heute kannst du das praktisch per Klick machen. Und das verstehen viele noch nicht und da brauchen wir Aufklärung auch und das ist ein Teil vom Marketing. Natürlich auch, wo dann in beide Kanäle fließt, Web 2 und Web 3, vor allem die Web 2-Kunden, dass man die auch überzeugt, hey, was bedeutet eigentlich Sicherheit? Weil ich glaube, vielen ist das auch nicht bewusst. Auch gestern wieder im Gespräch haben sie gesagt, ja, Sicherheit, mich betrifft ja das wahrscheinlich nicht. Wenn du mal fragst, ja, man hat immer das Gefühl, man hört, diese Firma ist gehackt worden, da waren wieder Daten geklaut worden und so weiter, aber ich selbst, nee, ich komme nie dran. Bis es mal so weit ist. Weißt du, wie scheiße das ist? Ja. Ich habe das schon ein paar Mal, auch im eigenen Freundeskreis habe ich das schon gehört. Und wenn du Glück hast, kannst du das irgendwie retten oder was auch immer. Ich sage einfach, zunehmender, wir werden immer digitaler. Und das ist unser Gut. Stell dir mal vor, alle unsere Arbeit ist weg, alle Grafiken, die wir gemacht haben und so weiter. Und wenn man das dann aufklärt, wenn man die Leute aufklärt, wie einfach, dass man Resendet nutzen kann, was für einen Mehrwert das bietet. Gott, das Thema Sicherheit ist halt nicht mega emotional, das ist richtig, aber jeder, der mir 5 Minuten zuhört, der weiß noch, aha, mega cool, kann ich das mal ausprobieren. Ja. Das ist genau das, wir müssen diese Gespräche führen. Wir sind jetzt auch mit den Marketingagenturen dran, dass wir genau so eine Kommunikation aufbauen, um die breite Masse damit zu erreichen. Und wir sind da Pioniere und müssen da jetzt Step by Step, es geht nicht von heute auf morgen, aber wir sind da dran. Ich bin extrem überzeugt, dass der Mehrwert bald mal bei vielen klar ist und dann
kann es doch einen größeren Anstieg geben. Das ist halt die Education, oder? Also das ist die Weiterbildung, eigentlich die Ausbildung absolut. auch an die Community gerichtet, dass wir so eine Art Showcases machen und diese Showcases halt regelmäßig durchführen, auch in Zusammenarbeit mit anderen Web3-Partnern und Agenturen, um halt auch ein bisschen mehr Aufklärung zu schaffen Absolut. für das Thema, was du gesagt hast. Ich kann auch jedem, ich meine, jetzt auch unsere Community, ich meine, ihr habt die alten WSI-Token, geht doch, wer war wirklich schon mal auf unserer Plattform? Also nicht nur einfach Money, sondern wirklich mal schauen, was haben die wirklich gemacht? Ich habe auch in andere Kryptos investiert und wollte ich wissen, was haben die für einen Use Case? Nicht einfach irgendwie so mal rauf und runter. Ja. Geht mal auf die Plattform, wir haben einen Support, stellt Fragen, wie macht man das? Probiert es mal selber aus und dann ist ja die beste Marketingagentur ist auch unsere Community. Geht raus und erzählt es auch mal, vielleicht habt ihr im Bekanntenkreis, Freundeskreis, Firmen, Bekannte und Grafiker, einen Fotografen, ein Studio, was auch immer. Und sagt mal, vergisst mal unsere Konkurrenz, die sind auch geil. Ich finde, WeTransfer macht einen super Job. Gibt schon lange, die machen für die Künstler und so weiter. Es funktioniert ja tiptop, darum sind sie auch so bekannt. Dropbox haben alle ihre Berechtigung, aber das, was wir machen, wir ergänzen. Wir decken ein Bedürfnis, wo im Markt draußen ist, gerade für Governments, Leute, die halt das Thema Sicherheit, wo auch wichtig ist, nebst dem anderen Zeug, das wir auch machen, Paid Download und so weiter, was wir jetzt ausrollen werden. Wir sind ja selber geil auf das Zeug, aber es ist am Schluss auch eine Ressourcenfrage, muss man auch ganz klar sehen. Wir können eins nach dem anderen machen. Das ist für uns manchmal auch schwierig, weil wenn ich Jens und mich manchmal höre, wenn wir mit Reto jeden Tag, er regt sich dann manchmal schon auf, uns, weil wir stressen immer im Hintergrund und sagen, ja, wann können wir das jetzt mal endlich angehen und so und dann... Announcement, wir brauchen ein Announcement. Ja. Aber auch dort, ihr könnt uns auch gerne mal diese Fragen stellen, wieso, also auch mal persönlich, auch wir möchten auch gerne viel schneller woanders sein, aber er hat immer super gute Erklärungen, wieso jetzt das Priorität hat. Das ist am Schluss eine strategische Ausrichtung. Was müssen wir als erstes jetzt releasen? Was ist das Beste für die Company? Und da müsst ihr uns einfach auch vertrauen. Und sonst gebt uns gerne tolle Inputs, was ihr das Gefühl habt. Könnt das auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Was habt ihr das Gefühl, was wäre jetzt im Moment das Richtige für uns? Wir können auch gerne mal Inputs von der Community anfordern und probieren das so gut wie möglich dann auch zu analysieren. Wenn jemand eine geile Idee hat, kommt auf uns zu. Ich sag mal, jeder hat immer das Gefühl, er weiß es besser. Ja, natürlich. Tatsächlich. Das große Ganze zu sehen ist meistens schwierig. Richtig. Absolut. Ich meine, wir sind alles Unternehmer mit über 10 Jahren Erfahrung und wir haben mehrere Unternehmen schon geleitet und von daher vertraut uns. Wir wissen nicht alles, logischerweise, aber wir wissen doch einiges, sonst wären wir nicht an diesem Punkt, wo wir jetzt sind. Und kommt gerne auch mal zu uns vorbei. Wir sind ja nahbar. Ja? Also von daher, wenn ihr irgendwelche Inputs habt oder tretet an Yassin ran, an so einen Head of Support, Happiness Manager jetzt neuerdings. Kommt da auf uns zu diesbezüglich. Und wir kriegen Inputs, aber es muss dann auch konstruktive Inputs sein. Das ist ganz entscheidend. Ich glaube, Reto hatte auch noch ein paar Worte Ja, vielleicht, dazu, ne? vielleicht abschließend zu diesen technischen Fragen, wo wir vorhin hatten. Ja. Sicherheit ist ein sehr großer Punkt, definitiv. Und eines, was mich in letzter Zeit sehr stolz gemacht hat, ist die Performance. Also wir haben viel an die Performance auch gegeben, dass die Applikation schnell läuft. Ihr habt weniger Animation drauf, dass sie performant wirkt und dass sie einem User gute Experience gibt. Aber auch Up- und Download haben wir natürlich intern viel getestet. Mittlerweile gehen auch Videos in der Community rum, wo man sieht mit Vergleich zu anderen Transferanbietern, dass es bis 10, 15 Mal schneller ist. Und das sind Sachen, wo ich dann sagen muss, Jungs, Entwickler, wir haben wirklich einen guten Job gemacht. Das macht Freude. Wie gesagt, es ist nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Performance dahinter und dann braucht halt gewisse Funktionen, Entwicklungen brauchen ein bisschen länger, damit man das beibehalten kann, damit man die Prozesse nochmal ganz genau kontrolliert und da keine Performance-Einbuße hat und keine Sicherheitslücken schafft. Das ist ein mega wichtiger Punkt und ja. Ist doch auch komplett menschlich, dass man eher mal auf den Fehler rumreitet. Ich meine, wenn mal eine Funktion bei uns nicht geht, dann ist so Wort, wieso und so, jetzt so lange schon und ihr habt gemeint, ihr seid Profis und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze auch andere, also ich brauche selber von namhaften Companies da, es gibt ja nur zwei, diese mit A und diese mit M, oder? Ja. Der Apfel und das andere ist das Fenster, oder? Das Fenster, ja. Weißt du, da funktioniert auch nicht immer alles, wie es plötzlich geht es nicht mehr irgendwie so. Das ist bei uns auch, aber wir haben ja Support-Tickets, wir arbeiten jeden Tag daran, um diese Fehler zu beheben.
Auch wir fluchen manchmal, wieso geht das jetzt nicht mehr und so weiter. Irgendwie so. Aber wir haben ja Profis, haben alles dokumentiert, das muss ich auch mal sagen. Lob ist auch geil, aber auch wir machen Fehler. Auch wir sind auch jeden Tag daran, wie andere Companies auch, halt nicht nur nächste Funktionen zu entwickeln, sondern müssen auch das Bestehende unterhalten. Auch diese, da gibt es halt immer wieder mal Sachen, wo dann halt mal nicht funktionieren. Ärgerlich, logischerweise, klar. Aber wo gibt es das nicht? Richtig. Also, ich meine nur, natürlich ist es geil, was wir alles gemacht haben, aber auch wir machen Fehler. Ganz klar. Ja, das gehört nun mal dazu. Philipp, da du jetzt gerade schon das Wort hattest, würde ich gerne bei dir bleiben. Und zwar lautet die nächste Frage: Wie möchtet ihr als Firma mehr Vertrauen im Krypto- und Blockchain-Bereich in den nächsten Jahren bei den Kunden aufbauen? Weil das auch so ein Ja, Thema, ne? also ich denke, wir haben mit dem eigentlich angefangen. Wir haben von Anfang an haben wir gesagt, was wir machen werden, was unsere Vision ist. Wir waren immer transparent. Wir haben praktisch alles offengelegt, was wir machen. Wenn ich andere Krypto-Projekte anschaue oder Companies, die sagen gar nichts und da kommen trotzdem Millionen oder Milliarden rein. Irgendwie so, das ist manchmal für uns auch unverständlich. Das Vertrauen können wir nur dann bestätigen oder aufbauen oder tief verankern in der Community, wenn wir weiter gute Arbeit machen. Und zwar sei es einerseits beim Portal selber, bei WeSendIt, mit den ganzen Funktionen, aber auch in Sachen Marketing, noch mehr Positionen im Web3-Markt, also sei es mit weiteren Partnerschaften, mit weiteren Listings und so weiter. Wir sind ja dann auf allen Kanälen sind wir dran. Auch dort, es braucht halt einfach Zeit, aber das Vertrauen kannst du nur bestätigen, wenn du eine gute Arbeit machst. Ja. Wenn du für die Leute nahbar bist und wenn sie dir glauben, was du sagst. Irgendwie so. Es bringt ja nichts, wenn wir nur labern. Wir müssen ja auch präsentieren. Wir müssen das beweisen. Und ich denke, Vertrauen geht nur über das. Eine gute Idee ist das eine, aber wie wir daherkommen. Und wir haben ja alle Quartal zeigen wir unsere Roadmap. Das sind die nächsten Ziele. Gewisse Sachen verzögern sich, na klar, aber das ist ganz normal. Ja. Und ich kann nur jedem sagen, wenn ihr Bedenken habt oder irgendeine Lücke, darum machen wir auch so Sessions wie heute. Das ist ja auch wieder ein Teil davon. Wir probieren die Schmerzen der Leute irgendwie so gut wie möglich zu lindern, irgendwie so zu erklären, warum, wie, wo, was. Und das ist ein Teil davon. Wir haben Gott sei Dank einen tollen Draht zu unserer Community. Ob es rauf oder runter geht, auch der Kurs. Man merkt manchmal, wenn es runter geht, gibt es mehr. Ja, genau. Und wenn es mal rauf geht, ist wieder super, ist halt Ja, die geilste genau. und so weiter. Aber trotzdem, was ich mega cool finde, tolle Fanbase. Wir sind sehr stolz, haben wir so viele Investoren bei uns, Leute, die uns vertrauen Mhm. und wollen das weiter nach außen bringen, weil ich denke gerade mal, eben wie gesagt, mit mehr Taten statt Worte. Ja. Und da sind wir dran. Ich hatte auch persönlich das Gefühl, auch auf dem Event, wenn man so mit den Leuten ins Gespräch kommt und denen halt einmal dann sagt, was wir machen, dann sagen die auf einmal plötzlich, wow, das ist ja super einfach, so wie ich habe das Gespräch nämlich mit dir mitbekommen, was du da mit der einen Person hattest, und es war ja letztendlich so, dass wir da sogar Kontaktdaten ausgetauscht haben, so dass die das gerne nutzen wollen, ne? Wenn man da einmal Das so ist genau das Problem, oder? Wo Ja. es halt ist, die Leute tun es gar nicht mehr testen. Oder? Sie haben den Token, brauchen ein WSI-Token, um Zugriff zu einer dezentralen File-Sharing-Plattform zu bekommen. Ein WSI-Token kostet 0,007 Cent. Okay. Aber niemand macht. Warum? Ja. Ne? Sorry. Schwierig. Ja, Ich bin fest davon überzeugt, es braucht auch da noch Zeit, aber wie bei anderen Projekten auch, wenn die Anwendung kommt, wenn die Leute es begriffen haben, wie geil das Web3 ist, wie sicher man sich fühlen kann, seine wichtigsten Daten bei uns zu lagern oder die Daten so zu versenden, weil wir haben uns halt auf dieses Thema, das ist unser Thema, da sind wir stark, wir haben uns auf das fokussiert, wir sind nicht machen keine Games, wir machen nicht eins auf Meme oder sonst was, sondern da sind wir stark. Und wenn die Anwendung kommt, ich bin überzeugt davon, dass es mit jedem Monat, mit jedem Jahr werden wir noch größer und dann, das wird sich auch im Token dann widerspiegeln, da Ja. bin ich überzeugt davon.
weil der wird ja dann gebraucht werden und da kommen noch viel mehr. Wir haben so geile Ideen, was wir alles mit dem Ding anstellen können, aber wir brauchen ja noch Futter für nächsten Monat, wenn wir wieder mal eine Q&A-Session machen. Ja, richtig. Nicht direkt alles verpulvern. Bereich Technik. Wie sieht es mit der CrowdSwap-Integration aus, Reto? Ja, die Crowdsourcing-Integration ist soweit eigentlich parat und schon fast integriert. Wir haben da noch ein, zwei kleine Details, die wir mit CrowdSwap zusammen erarbeiten müssen. Also wir sind da abhängig voneinander. Sobald das da ist, auch da wieder eine technische Herausforderung von beiden Seiten, weil Krypto, weil Cross-Chain, weil Integration auf externer Plattform. Und da ist halt auch die Ressource von beiden Seiten war ein bisschen, ich sage jetzt mal, ausgelastet. Und deshalb haben wir das ein bisschen kleiner priorisiert. Aber die Integration ist zu 95% fertig. Es ist nur noch ein kleiner Fehler, den wir ausarbeiten müssen, der halt gefunden werden muss und verbessert werden muss. Und sobald das da ist, dann werden wir das releasen, dass wir auf WeSendIt mit CrowdSwap tauschen oder umtauschen kann. Und von der gleichen Person direkt noch eine anschließende Frage. Allgemein, das letzte Event, Community-Event war so toll. Wann wird es das nächste geben jetzt? Wann wird es das nächste geben? Ich habe das ja mal so ein bisschen gedroppt auf X, dass wir natürlich planen, auch nächstes Jahr wieder ein Community-Event zu machen. Tatsächlich ist natürlich auch von verschiedenen Faktoren abhängig, wie ja, die Roadmap, ob wir diese Schritte alle erreichen, die wir uns vornehmen, effektiv und ob die Community das natürlich auch möchte. Ja, letztes Mal war es natürlich auch ein recht großer Erfolg, muss ich sagen. Und das sind Sachen, die bei uns in Planung stehen. Aber konkret will ich da jetzt noch nichts sagen, aber auf jeden Fall ist es mal geplant jetzt für nächstes Jahr. Und wenn es nicht 2025 wird, auf jeden Fall in den nächsten 2 Jahren, werden wir dann auch auf jeden Fall ein Community-Event nochmal starten. Wir haben den letzten Event haben wir vor dem Launch gemacht, wo WeSendIt gelauncht worden ist. Genau, Und dann hatten wir was zu feiern. das stimmt. Ich denke, wenn wir das nächste große machen, will jetzt nicht zu viel sagen, dann gibt es wieder eine Feier und das macht ja dann auch Sinn. Ja. Das mit irgendwie so. mit den großen Man kann ja oder? nicht nur immer feiern, man muss ja auch arbeiten. Ja, Also, richtig. nee, ich finde die Community-Events mega cool. Es ist halt, wie gesagt, auch eine Priorisierung, so eine Ressourcenfrage. Aber ich denke, das wird kommen. Wir hatten so viel Spaß letztes Mal und das, ich denke, das wäre vielleicht auch mal cool. Oder die Idee war ja auch mal, dass wir mal auch zur Community gehen, vielleicht nicht nur in der Schweiz, mal vielleicht nach Deutschland oder was auch immer. Ein bisschen wir anschauen, sind auch Ideen da, aber am Schluss, wir kommen auf euch zu, wenn wir was Tolles gemacht haben, vorbereitet haben. Da wir gerade sowieso über so Ausblicke sprechen und über die Zukunft, wie sieht denn die Roadmap aus für die nächsten 5 Jahre? Was sind so unsere Schwerpunkte und Ziele, Jens? Technischer Natur oder marketingtechnisch, also wir haben natürlich ganz viel im Petto, also das ist jetzt sehr allgemein gehalten für die nächsten 5 Jahre. Da würde ich jetzt mal das Wort in Reto übergeben diesbezüglich. Ich kann von meiner Seite sagen, was marketingtechnisch angeht, ist es einfach auch so, dass wir natürlich, wie gesagt, jetzt mit der Web3-Marketing-Agentur zusammenarbeiten, wenn sie das rausstellt, dass es eine gute Zusammenarbeit wird. Wie gesagt, die sind sehr erfahren. Wir haben jetzt dann 9 Mitarbeiter, die uns unterstützen in dem Bereich. Das ist schon krass. 9 Mitarbeiter, Fulltime, die uns da supporten. Über den VC-Partner, wie gesagt, der möchte natürlich auch entsprechend am Ende des Tages profitieren von dem Ganzen. Und auf die nächsten 5 Jahre ist immer sehr schwer zu sagen. Es ist wichtig, erstmal die aktuellen Ziele abzuarbeiten, technischer Natur, wie Mainnet Launch, was du gesagt hast, Reto. Oder auch das mit Huawei, wo wir dran sind, seit August schon, wo es immer Verzögerungen gab. Auch können wir auch gerne erklären nochmal, warum das so ist. Aber auf jeden Fall natürlich das Momentum aufzubauen und mehr Innovation in das Produkt reinzubekommen, um dann auch die Anwendung zu stärken. Und wie der Philipp gesagt hat, wenn die Anwendung mal da ist und das komplette Mainnet ausgerollt ist und wir unsere Node-Operator drauf haben auf den einzelnen dem Netzwerk und unsere Kunden das auch nutzen, unsere Integration stattgefunden hat, dann spielt sich das auch im Tokenpreis wieder, wo der stehen wird. Ihr kennt meine Erwartungshaltung, ich will das hier nicht nochmal public machen. Ja. Und von dahingehend, technisch kannst du gerne was zu sagen. Sehr gerne, ja. Also die nächsten 5 Jahre ist natürlich schwierig zu beziffern. Die nächsten 2 bis 3 kann ich mit Sicherheit sagen, dass wir das Node-Netzwerk komplett ausarbeiten werden. Das braucht natürlich auch seine Zeit. Es braucht seine Zeit, bis das Ganze, ich sage jetzt mal, auch die breite Masse erreicht oder wie halt einige, ich sage jetzt mal 1000 Nodes betreiben oder dass die Community einige 1000 Nodes betreibt. Wir werden wahrscheinlich auch da noch einige Hürden vor uns haben mit der ganzen Datenschicht und alles, was dazugehört.
Das wird uns bestimmt die nächsten 1-2 Jahre begleiten, denke ich mal, bis wir da wirklich sauber etwas haben, wo wir dann uns aufs nächste konzentrieren können. Bei der Applikation selber haben wir auch viele Funktionen, die wir noch ergänzen möchten, wie vorhin angetönt, dass dieses Paid-Download, aber halt auch Schnittstellen bauen, dass man es mit anderen Geschichten nutzen kann, dass man es direkt auf der NAS verbinden kann, dass man zum Beispiel ein OwnCloud oder Nextcloud gibt es auch, was sehr verbreitet ist, dass man das wie das Storage dann nutzen kann für diese Plattformen. Und das erweitert natürlich dann den ganzen Use Case, und wenn wir das Ganze noch in die Blockchain reinkriegen, dass wir halt da auch wieder die Verbindung haben, dass wir Interaktion haben mit Blockchain-Geschichten, dann wird das Ganze auch, wird der Token auch viel mehr genutzt. Und der Use Case wird natürlich mit jeder Funktion, die wir da veröffentlichen oder ausrollen, wird das Ganze noch besser und noch sicherer. Absolut, ja. Vielleicht kurz Ja. ergänzen noch dazu. Ich habe ja auch letztes Mal einen Kommentar gehabt auf X, wo einer gesagt hat, also so wie das ausschaut bei VSendit, konzentrieren wir uns aktuell nur noch aufs Produkt und nicht auf den Preis und Chart. Das ist tatsächlich so, Ja. muss ich sagen. Weil mit der Anwendung würde auch der Preis dann entsprechend davon profitieren. Genau. Und wenn man sich jetzt Projekte anschaut, ich meine, wie ein Filecoin, wie ein Storj, das sind Milliarden-Cap-Unternehmen, oder? Also, da sah der Chart ähnlich aus wie jetzt bei uns. Wir sind natürlich noch nicht mal irgendwie ansatzweise dort, wo jetzt Filecoin ist oder Storj ist, diesbezüglich, aber das ist ein Entwicklungsprozess. Und jetzt auf die Frage nochmal abschließend einzugehen, in 5 Jahren ist der nächste Bullmarkt und die Leute, die uns halt begleiten möchten bis dato und ja, die nächsten Entwicklungsschritte mitverfolgen wollen, da sind wir super aufgestellt in dem Bereich, weil wir halt einen anderen Ansatz haben als Storj und Filecoin, und auch Filecoin hat über 90% verloren im Bärenmarkt und Storj auch, wie alle anderen großen Kryptowährungen. Und dass Low-Cap-Projekte dann noch natürlich mehr unter die Räder kommen, sollte jedem Einzelnen auch klar sein, mit einem gesunden Menschenverstand, der ein bisschen auch Makroökonomie versteht und mit der ganzen Kryptoszene ein bisschen auskennt. Wir sind ja auch im Bärenmarkt gestartet. Wir haben den Launch Ja, im Bergen richtig. komplett. Wir haben noch keinen Bullrun erlebt. Und wie gesagt, die Low-Cap-Season ist noch nicht da. Und mal schauen, was passiert. Wie gesagt, wir können nur unseren Job machen. In Sachen Marketing ist ganz klar das Ziel für die nächsten 5 Jahre, viel bekannter zu werden. Wir sind daran, strategisch sinnvoll Territorium für Territorium anzugehen. Du kannst nicht die ganze Welt auf einmal. Ja. Das ist Also, außer ihr kennt, oder es ist vielleicht jetzt ein Investor gerade am Zuhören, der Lust hat, uns hierbei zu unterstützen, auch finanziell. Ja. Kann er gerne machen. Sind wir offen dafür? Ja. Nee, aber es macht einfach, wie gesagt, Step by Step, das ist das Hauptthema. Bekanntheit. Immer mehr nach draußen. Also, ob jetzt in der Web3-Community, also im ganzen Kryptomarkt, wie Sendit, aber auch überall bei Unternehmen, dass wir dort einfach die Anwendung stärken können. Und dann, es hängt total zusammen. Weil alles andere ist einfach nur Spekulation. Ja, und technisch gesehen kratzen wir aktuell bei der Blockchain noch an der Oberfläche. Also es gibt noch viele, viele weitere Wege, wie wir die Applikation quasi integrieren können, wo es dann halt auch mehr Umlauf gibt, es gibt mehr Transaktionen, es gibt mehr Umschichtung vom ganzen VSC-Token, es gibt Wechsel etc. etc. Und ich denke eben, je größer der Use Case oder die Verbindung zwischen dem VSC-Token, also der Blockchain ist, und der Applikation, desto mehr wird dann auch im Preis widerspiegeln. Ich möchte gerne bei dem Thema Node und Mainnet bleiben. Klar. Und zwar, das würde jetzt auch eine Frage sein, die ich an dich richten würde. Nach welchem Wert richten sich die aktuellen Belohnungen, die man zum Start des Mainnets bekommt? Also zurzeit ohne Möglichkeit, sich an die Speicherauslastung orientieren zu können. Also grundsätzlich bei den Netzwerken ist es so, dass im Mainnet und im Testnetz ist es. Beim Testnetz gibt es bereits Belohnungen halt in einem kleineren Maß, weil da schon teilweise Daten liegen. Beim Mainnet natürlich gibt es die ganzen, aktuell sind es glaube ich $4, wo wir gesagt haben, in VSC-Token. Das Ganze wird wirklich auf der Speicherauslastung berechnet. Also es gibt eigentlich die Speicherauslastung, die Speicherzeit und der aktuelle Preis vom VSC-Token, wo halt nachher die Rewards geben. Und das Ganze wird über einen gewissen Zeitraum gemessen, also monatlich am Schluss, wo man halt die Rewards dann kriegt. Logischerweise auf täglicher Basis. Also wir schauen, wenn nicht sogar stündlich, das ist aktuell noch ein bisschen am Testen, was da der beste Wert ist.
werden dann die Rewards quasi zugeteilt und können dann später auch geclaimed werden über einen Smart Contract. Ich würde ja gerne nochmal ergänzen, also Rewards, ne, ist alles ziemlich geil, ne? Ich setze meine Node auf, bekomme Rewards, aber wenn ihr so eine Node aufsetzt, dann gibt ihr ja auch anderen Leuten Sicherheit. Also ihr helft theoretisch, also nicht nur theoretisch, sondern praktisch, ihr helft den Leuten, die die Plattform nutzen, dass denen ihre Daten nochmal ein Stück sicherer sind. Und das würde ich neben den Rewards auch nochmal als diesen Benefit eigentlich sehen. Also das ist echt schon ziemlich geil. Ja. Und die Einfachheit, wo wir halt auch da angestrebt haben, ich weiß nicht, wer von euch schon Speichernodes aufgesetzt hat von anderen Projekten oder von anderen Unternehmen generell. Also ich habe es das erste Mal getestet, ohne wirklich Anleitung von irgendjemandem. Klar war ich im ganzen Prozess mit dabei, logisch, aber es dauerte insgesamt 2,5 Minuten, bis die ganze Node auf einem Debian-Server aufgesetzt war. Also plain installierter Debian-Server, bis es die Node sich beim Masternode gemeldet hat, 2,5 Minuten. Und das Einzige, was ich dafür benötigte, also was ich da nachschauen musste, war meine Wallet-Adresse, die habe ich mir kopiert, logischerweise. Aber ansonsten ist das alles geführt und mit wenigen Klicks machbar. Und das sind solche Ziele mit der User Experience und mit der ganzen Usability, die wir halt auch wirklich verfolgen. Ich meine, das Design von dieser Node-Oberfläche, ich habe noch keine gesehen, die so durchdesignt war. Auch wieder Applaus an Philipp, herzliches ne? Dankeschön an Philipp, weil Das es macht dann auch muss man Spaß, schon wenn ich sagen. solche Sachen sehe. Ist, Wenn ich eine Node aufsetze von einem anderen Anbieter, dann habe ich da wirklich sehr technisch oder bin sogar auf der Konsole drauf. Und das bringt natürlich für uns auch den Mehrwert, dass viel mehr User das quasi nachher installieren können, weil viele haben da Berührungsängste, vielleicht sind technisch nicht so bewandt. Und wenn sie die Anleitungen lesen von einem anderen Anbieter, dann hören die da schon auf. Die lesen gar nicht zu Ende, weil du hast so viele Befehle. Und dann auch auf der Oberfläche, du hast so eine schlechte Führung teilweise. Da denke mal, können wir uns definitiv abheben. Ja. Ich glaube, das ist genau das, was er jetzt vorher gesagt hat. Das ist auch bei den Notes, also auch wo ich das erste Mal das Thema Notes, ich bin ja Grafiker und nicht Techniker, irgendwie so, war für mich völlig nicht klar, was das überhaupt alles zu bedeuten hat. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Und da wollen wir auch Vertrauen schaffen, indem dass wir Erklärungen machen. Auch wenn dann das Ganze wirklich gelauncht wird, dann wird es Videos dazu geben, Erklärungen dazu geben. Da ist unser Team da, die das erklärt. Wir möchten das so zugänglich so zugänglich wie möglich machen, dass jeder sich zutraut, so eine Node zu betreiben, weil es am Schluss auch dort wieder, wie das andere mit den Daten verschicken, also dezentral und so weiter, so einfach wie möglich zugänglich machen. Nicht nur für die ganz technisch Verrückten. Ja, und ich finde, damit hast du echt einen sensiblen Punkt getroffen. Die Frage wurde hier nicht gestellt, aber es war halt oft so in der Community die Frage, ist das wirklich so zugänglich und einfach? Und ich hatte ja zum Glück jetzt auch schon die Ehre, so Einblicke zu bekommen durch Reto, und es ist wirklich sehr, sehr simpel gemacht. Das heißt, jeder kann das wirklich aufsetzen und jeder hat halt die Möglichkeit, genau das, was du sagst, einfach die Einfachheit hinter dem Ganzen. Also vielleicht um es kurz zu erklären, wir haben, wenn man ein Linux hat, Debian oder sonst irgendwas oder auch ein Windows mit Docker installiert, wir haben einen Befehl, wo man kurz anpassen muss, wegen Speicher, wo der Speicher halt liegt, wegen Pfad. Und dann geht die Installation keine 20 Sekunden, kann man die online, also die Webbrowser-Oberfläche dann aufrufen auf dem Localhost und dann geht es 2 Minuten, ist es durch. Wirklich ganz Hat jetzt für einfach. viele vielleicht zu technisch geklungen, Das- aber genau dafür ja, gibt es noch eine Anleitung. Genau. Es ist halt immer so, wenn du selbst weißt, das ist für dich wie Kaffee trinken Genau. und für andere ist das was, Ja. Linux, irgendwie was auch immer. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan von dem Zeug, aber ich weiß, wir machen eine Anleitung, kann das Ding schauen Ja. und das ist auch genau diese Berührung, das will ich tilgen. Ich möchte das nicht mehr, dass die Leute Angst haben von dem. Sie sollen das geil finden und dann, sie finden es dann geil, wenn wir das genau erklären, wenn sie sich sicher und wohlfühlen, das ist nur, wenn ich weiß, was ich tue. Also keine Angst, liebe Community. Auch die sagen, hey, das klingt spannend mit den Nodes oder ich möchte mehr mal wissen, was diese ganzen Nodes-Geschichten sind, können wir vielleicht dann auch mal ein eigenes Thema dafür machen, ein eigenes Video. Diese Berührungsängste möchte ich wirklich, wo ich das gehört habe, ich fand das so geil und dass ich auch das selbst zu Hause machen kann. Ich werde ganz sicher, auch wenn ich jetzt im Team bin von Resendit, ich mache sicher auch eine Node. Ja, definitiv. Jeder kann auch dem Nachbarn sagen, soll eine Not betreiben. Genau, also am Ende ist man wirklich ein, maximal 2 Klicke entfernt davon, passiv Einkommen zu generieren durch seine Nodes, anderen Leuten mit seinem Speicher zu helfen und einfach
die Daten, die Ja. bei Resenit gespeichert werden, nochmal ein eben. großes Stück sicherer Und zu seinen machen. Speicher halt auch sinnvoll zu nutzen. Wie viele Leute Genau. haben eine NAS zu Hause mit 10 Terabyte oder 5 Terabyte drauf und brauchen 1? Ich wurde gestern auf dem Event ganz oft angesprochen, ja, guck mal, ich hab hier so eine Synology NAS und ich habe da Speicher frei und Ja, den euch zur go for Verfügung it. stellen. Das, Go ja. for it, nutze es. Und du kannst es immer wieder anpassen. Ich habe Genau. ja, es ja mitgestaltet, darum bin ich jetzt auch ein bisschen schlauer als vorher. Du kannst ja schön mit so einem Button nach rechts und links schieben. Ich möchte jetzt weniger zur Verfügung stellen oder mehr zur Verfügung stellen. So soll es sein. Und Ja. dann macht Spaß. Und dann, wie gesagt, man muss nicht viel mehr dafür tun, als seinen Speicherplatz zur Verfügung stellen, was man eh schon hat. Mhm. Also von dem her, Win-Win-Situation. Wird ganz toll, wird ganz groß. Ich freue mich richtig drauf. Okay, da wir uns jetzt langsam dem Ende hingegen nahen, würde ich jetzt so machen, dass ich ein paar Fragen zusammenfasse und die jetzt mal hier zusammenschreibe. Okay, dann nochmal eine Frage zum Marketing an dich, Philipp. Marketing ist für jedes Unternehmen bekannt oder unbekannt, sehr wichtig. Hat Resenit eine Marketingabteilung oder wer betreibt das Marketing? Also klar, wir sind ein kleines Team, wir besprechen alles zusammen. Ganz wichtig ist mal eine Roadmap auch im Marketing, ein Plan. Marketing machen hauptsächlich wir zusammen, aber wir arbeiten, wie gesagt, auch mit externen Agenturen zusammen. Wir holen uns weiteres Know-how, weil wir ja wir wollen von allem profitieren. Ja, ich weiß nicht, könnt ihr ergänzend Ja, auch noch vielleicht- sagen? vielleicht- Also, Im Web 2-Bereich, weil ich da auch so ein bisschen mitlausche, kann ich ergänzen, dass das Marketing im Web 2 ist ja nicht in jedem Land gleich. Und das gestaltet das Ganze noch ein bisschen schwieriger, deshalb auch die externe Agentur. Also wir gehen da. darf man da einen Namen nennen? Können wir vielleicht ein Beispiel machen? Jetzt sind wir jetzt aktuell dran jetzt in UK, Genau. in England, weil das ein guter Markt ist für uns. Richtig. Und dann haben wir wirklich einen Pitch gemacht. Wir haben so viele Agenturen angeschrieben, auch persönliche Empfehlungen gehört und so weiter und haben die beste genommen. Die sind voll motiviert. Mega. Die sind Sind auch mega Fan vom Produkt. extrem. Die sagen, hey, Unterricht. wir machen da, ich meine, wir haben jeden Monat wie viele User auf Resendet? 500.000, ja. 500.000 User. Und die haben gesagt, hey, weißt du was, ihr macht schon so viele Sachen richtig und cool, aber die haben uns noch Wege aufgezeigt, wie wir noch viel, viel cooler wachsen können. Wir haben jetzt erst angefangen, das ist jetzt alles so ongeboardet und so weiter. Und das ist jetzt für klassisch Web 2. Basis schaffen, ja. Und ich denke, da können wir uns anschnallen, weil die haben es echt drauf, die haben riesen Companies, die sie betreuen. Könnt ihr sonst auch mal gerne schauen, wie sie heißt. Ja. Darf man das sagen oder nicht? Keine Also, Ahnung. Das musst du Ich sagen. hab- Du ich hast hab den jetzt- Lead dort, Xander, Ich heißt habe sie, jetzt, aber man genau, kann das ich habe sagen. jetzt nicht konkret nachgefragt, aber die Xander, ja. ist es. Wir haben sie nicht gefragt, ob wir die nennen dürfen, aber die sind wirklich fit. Die sind extrem fit. Und bei Web 3, wie gesagt, habe ich ja eingangs schon gesagt gehabt, da haben wir eine gute Marketingagentur von der Victus Capital bekommen. Das Announcement steht da noch aus, also deshalb darf ich es jetzt aktuell nicht sagen Mhm. diesbezüglich, aber das ist eine sehr, sehr große Agentur, die wirklich für große Krypto-Projekte erfolgreich das Marketing umgesetzt hat und da wird auch beides Partnerschaft-Announcement folgen und dann kann jeder selber schauen auf der Webseite, welche Projekte sie unterstützt haben und das lasse ich dabei mal bestehen. Ja. Ja, das beantwortet quasi jetzt auch schon die nächste Frage, die ich stellen wollte. Ich schaue gerade, wir haben jetzt noch 2 Minuten, deswegen würde ich es jetzt so machen, dass ich hier noch eine interessante Frage, vielleicht so persönlich. Wie sieht so ein Standardarbeitstag bei uns kurz angerissen aus? Wer möchte? Also Frage an alle. Fängt immer mit einem Kaffee an. Ganz Einen Kaffee auf. Wir sind alles Kaffee-Junkies. Ich glaube, es ist schwierig, so einen Standardarbeitstag zu sagen, weil der ist sehr, sehr dynamisch, sehr individuell auch. Ich denke, bei jedem von uns. Wir haben unsere Weeklies, auch wir haben unsere Dailies, wir haben Check-ins, wir haben Tools, wo wir mitarbeiten, damit wir halt die Zusammenarbeit einfacher gestalten können. Gerade weil gewisse Leute halt eher früher arbeiten, andere lieber später. Aber so ein Standardalltag, du kommst halt am Morgen ins Büro, die einen früher, die anderen später, wie genannt vorhin. Du hast halt deine To-Dos auf dem Tisch, deine Meetings, die du machen musst. Ich denk, das Muster von so einem Job kennt jeder. Bei mir ist es, ich bin auch noch in diesem Jahr auch viel unterwegs gewesen mit den ganzen Messen etc. Aber Jens ist auch viel unterwegs mit den Investoren und mit anderen Meetings, die er extern hat. Und da muss man sich halt anpassen. Also es ist schon ein sehr individueller Alltag und das macht den Job natürlich auch spannend, weil du hast nicht dieses Muster 9 to 5 oder wo du deine Sachen abarbeiten musst.
Und dann hast du halt neue Herausforderungen, wie halt täglich auch kommen mit irgendwelchen Problemen, die so schnell gelöst werden müssen. Ideen, die plötzlich mal so sprießen und wo du sagst, okay, das muss ich jetzt mal kurz ausdiskutieren mit Nico oder mit anderen Entwicklern. Das muss dann halt auch direkt mal sein, weil die Idee, die verschwindet sonst wieder. Ich kann vielleicht nur sagen, wenn ihr mal zufällig in der Schweiz seid, wir sind in Affolter am Albis, haben wir ein Büro, wir in den Zug, aber ihr könnt gerne bei uns, das operative Office ist in Affolter am Albis, das ist für die, die das nicht kennen, könnt ihr mal auf der Karte schauen, zwischen Zürich und Zug, eine Viertelstunde, 20 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto. Kommt einfach rein, trinkt einen Kaffee mit uns, kein Problem. Seid herzlich eingeladen, dass ihr auch mal den Puls fühlen könnt und dann da bin ich absolut offen dafür. Ich auch. Ja. Dann ja, so fast schon zum Schluss, es gab ein großes Mysterium über den Buchstaben B, Jens. Da wollte man gerne wissen, was du halt mit B meintest. Gibt es da ein paar mehr Insights dazu oder bleibt das ein Mysterium? Ich habe mich vielleicht so sehr aus dem Fenster gelehnt mit diesem Gerücht, was ich da in die Welt gesetzt habe. Aber das ist eigentlich kein Gerücht, wir sind tatsächlich im Austausch mit den berühmten B. Okay. Es ist eine Exchange, das glaube ich, wundert keinen mehr. Gibt ja verschiedene Bs. Es gibt Ja, ja verschiedene genau. Exchanges, es gibt B, jetzt ist die Frage, welche von Es denen. gibt nur eine. Muss man halt in den Top 10 vielleicht schauen oder in den Top 5 schauen oder in den Top 2. Weiter Mehr will ich dazu nicht Die sagen. Grenze ist noch ein bisschen mehr ein. Genau. Und wir sind im Austausch mit allen Exchanges. Ich habe das immer Reimt die gesagt. sich nicht auf Vance? Wie bitte? Reimt die sich nicht auf Vance? Ist doch dieser Ja, Vizekandidat, das- oder? ja. Wollen wir jetzt nicht vertiefen. Also generell ist es einfach so, ich meine, klar, die Leute wollen wissen, wann ist das nächste Listing, weil Listing bringt Aufmerksamkeit mit sich, kostenloses Marketing. Ich habe es letztes Mal auch geschrieben gehabt, bringt aber auch sehr viele Spekulanten mit sich, die auch wichtig sind natürlich für jedes Projekt, um auch natürlich den Preis nach oben zu bekommen, um neue Investoren anzuziehen, ist alles schön und gut. Aber um es abzuschließen, wir sind in Kontakt, wir wissen, was wir machen müssen. Das hängt alles zusammen mit diesen Anwendungen, die wir vorhin besprochen haben, um das Listing auf A, B, C zu bekommen. Und wenn wir das schaffen, wovon wir ausgehen, und ich glaube, heute hat das auch gezeigt, dass wir da wirklich auf einem guten Weg sind, Viel dafür tun. viel dafür tun, nicht Däumchen drehen, es ist alles eine Frage der Zeit. Und derjenige, der die Reise mit uns gehen möchte, ist herzlich eingeladen, mit uns den Erfolgsweg einzuschlagen in den nächsten Monaten und Jahren. Das ist schön. Hast du vielleicht noch abschließende Worte an die Community oder Philipp, Pedro, Nico? Abschließende Worte an die Community? Ich möchte einfach nochmal Danke sagen für das Vertrauen. Danke auch für die, die seit Anfang an dabei sind, aber auch die, die neu dabei sind. Wir haben einen schönen Weg vor uns. Und ich denke, das ist wichtig, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt uns. Aber jetzt wünsche ich einfach allen nur eine schöne Adventszeit. Genießt die Weihnachtsferien, Batterien wieder aufladen. Genießt hoffentlich auch die starke Altcoin-Season. Vielleicht ist der ein oder andere auch noch sonst investiert. Und natürlich wünsche ich für uns allen Gesundheit und aber auch für das Projekt, dass wir auch noch ein bisschen profitieren von diesem Bullrun. Definitiv. Und speichert eure Weihnachtsfotos auf Resended. Genau, verschickt sie. Yes. Ja, schön. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten und wir freuen uns aufs nächste Mal.